Herzlich willkommen und Servus. Heute mache ich mit euch eine geschmorte Querrippe mit Rotweinsauce. Und wenn es euch interessiert, dann schaut mir doch jetzt zu. Also bis gleich. So, hier habe ich meine Zwergrippe oder auch Querrippe genannt. Man sieht hier die Rippchen unten drin. Das kann man wunderbar schmoren, das Fleisch, oder auch kochen. Es ist halt ein Suppenfleisch oder man kann es auch sehr gut für Barbecue verwenden. Aber ich werde es heute schmoren. So, des Weiteren habe ich hier Knoblauch, Zwiebeln, Karotten, etwas Lauch. Dann brauchen wir ein Glas Rotwein. Dann habe ich hier einen halben Liter Brühe, Rinderbrühe und Gewürze. Brauchen wir hier Wacholderbeeren. Dann habe ich hier ein bisschen Zucker, ein Salz, ein Lorbeerblatt, Pimentkörner, Pfefferkörner, Rosmarin und frischen Thymian. So, das Fleisch werde ich jetzt erstmal einsalzen, ringsherum. Und dann wird das Ganze angebraten. So, dann gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne und lasse es schön heiß werden. Und dann kommt auch schon das Fleisch dazu. Schön von allen Seiten kräftig anbraten. In der Zwischenzeit schneide ich einfach die Zwiebeln grob und das Gemüse auch. Den Knoblauch halbiere ich und drücke ihn einfach mit dem Messer etwas an. So, dann kommt das Fleisch wieder heraus und ich gebe die Zwiebeln dazu. Jetzt kommt auch das Gemüse dazu. Auf das Gemüse gebe ich jetzt eine Prise Zucker. Den lasse ich schön mit ankaramellisieren. Und jetzt lösche ich einmal mit einem kleinen Schluck Rotwein ab. Den Rotwein jetzt schön verkochen lassen. So, ihr seht jetzt, langsam wird es schon dunkel. Der Rotwein ist jetzt verkocht. Jetzt lösche ich nochmal mit Rotwein ab. Und man kann auch schon erkennen, wir bekommen langsam eine dunkle Soße. Jetzt fülle ich das Ganze in meinen Topf um. Und jetzt kommt die Brühe dazu. Dann kann man schon mal mit etwas Salz würzen. Das Lorbeerblatt hinzugeben. Das Kraut dazugeben. Die Wacholderbeeren drücke ich etwas an, kommen auch dazu. Und die restlichen Gewürze ebenso. Vom Rosmarin gebe ich nicht so viel. Lieber später noch einmal nachwürzen. So, nun kommt das Fleisch zurück in die Soße und da kann es nun schmoren. So, jetzt hat es ungefähr 2 Stunden lang gekocht. Habe zwischendurch immer wieder mal aufgegossen. Aber es schaut schon ganz gut aus. Ich gieße jetzt noch mal ein bisschen auf. Und dann schauen wir mal. Ja,
Der Knochen geht schon mal runter vom Fleisch. Wie man sieht, es dauert nicht mehr lang. So, jetzt probieren wir mal. Da fehlt eigentlich jetzt bloß noch ein bisschen Salz und etwas Pfeffer. Und dann schmeckt das schon ganz lecker. Das Fleisch lasse ich jetzt ungefähr für eine Stunde noch im Topf ruhen. So, mein Fleisch ist fertig. Das gebe ich jetzt erstmal heraus. Schaut es euch einmal an. Wunderbar schaut das aus. Und die Soße passiere ich nicht ab, sondern ich gebe einfach nur das Ganze hier heraus mit dem Schaumlöffel. So habe ich jetzt die groben Körner alle heraus. Und die Karotten gebe ich wieder zurück in die Soße. Hier habe ich noch etwas Stärke mit Wasser. Und damit binde ich jetzt die Soße noch etwas ab, damit sie schön sämig wird. Noch einmal aufkochen lassen. Und wenn die Konsistenz gut ist, könnt ihr es so lassen. Ich probiere nochmal. Sehr lecker. Bei mir gibt es heute Salzkartoffeln als Beilage. Ihr könnt natürlich auch leckere Semmelknödel machen. Das verlinke ich euch mal hier oben. Und jetzt richte ich dann gleich mit euch das Essen an. Das Fleisch ist butterweich. Ich freue mich schon drauf. Oh, es sieht sehr lecker aus. Ich habe es noch etwas in die Soße gelegt zum Warmhalten. Da kann es ruhig noch etwas ziehen. Schaut das nicht lecker aus? So, jetzt schneiden wir es mal an. Oh, das Fleisch ist butterweich. Ihr seht, der Knochen geht von selber runter. Das ist ein wunderbares Stück Fleisch. Ich kann es euch nur empfehlen. Oh, schaut euch das an. Der Koch darf als erstes probieren. Oh, butterweich. Ein traumhaftes Stück Fleisch. Wie gesagt, bei mir gibt es ein paar Kartoffeln dazu. Und jetzt noch die gute Natursoße. Und als Fleißarbeit noch ein paar Gemüsestreifen. Ich wünsche euch guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.